Änderungen in der Rente 2022. Was erwartet die Rentner? Was ist der Nachholfaktor in der gesetzlichen Rentenversicherung und warum wurde er wieder eingeführt oder soll wieder eingeführt werden? Müssen wir uns um unsere Rente sorgen? Und wird Impfgegnern die Rente gekürzt? Das erfahrt ihr am Ende des Videos. 16 Jahre Merkel-Regierung haben uns Hartz IV, steigende Kosten, vor allem hohe Mieten gebracht und vieles mehr. Was die neue Regierung geplant hat, erfahrt ihr in diesem Video. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Drücke gerne die Glocke, gib einen Daumen nach oben und schreib deine Meinung oder deine Fragen unten in die Kommentare. Willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin, Steuern einfach erklärt. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn am Ende verrate ich, ob Impfgegnern die Rente gekürzt wird. Endlich gibt es mal gute Nachrichten für alle Ruheständler. Während das Leben immer teurer wird, können sich die Rentner laut Rentenbericht über ein schönes Plus freuen. Aber die Rentenanpassung fällt wahrscheinlich wesentlich geringer aus als die ursprünglich geplanten bis zu 5,2%. Es sollen dennoch so etwas über 4% kommen, müssen wir abwarten. Allerdings hat die Rentenerhöhung auch einen kleinen Makel, denn es werden dadurch immer mehr Rentner steuerpflichtig. Der Nachholfaktor in der gesetzlichen Rentenversicherung wurde 2018 außer Kraft gesetzt und soll jetzt wieder an Bord geholt werden. Der Nachholfaktor zur gesetzlichen Rente soll also wieder aktiviert werden, und zwar noch vor der Rentenerhöhung vor dem 1.7.2022. Der Nachholfaktor soll quasi den Anstieg der Renten nach einer Krise auf die Hälfte reduzieren und dafür sorgen, dass der Rentenwert sich nicht unabhängig vom Durchschnittslohn aller Versicherten entwickelt. Er ist ein Bestandteil der Rentenanpassungsformel zur gesetzlichen Rente. Also im Moment ist er noch außer Kraft. Rein rechnerisch gesehen hätten die Renten durch die Corona-Krise um über 3% gesenkt werden müssen. Da es aber seit dem Jahr 2009 eine Rentengarantie gibt, ist die Senkung der Rente per Gesetz ausgeschlossen. Fakt ist, dass die deutsche Rentenversicherung ohne Bundeszuschuss schon pleite wäre. Hier mal kurz zur Erläuterung. Also die Renten werden ja aus den Rentenbeiträgen der arbeitenden Bevölkerung bezahlt, doch die reichen bei weitem nicht. Deshalb zahlt der Bund Zuschüsse aus Steuergeldern. Ein großes Problem für das Rentensystem ist die demografische Entwicklung. Also es müssen immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner aufkommen. Die Lebenserwartung steigt und demzufolge beziehen die Rentner natürlich auch länger Rente. Seit den 1960er Jahren hat sich die Rentenbezugszeit fast verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Das Lohnniveau und die Anzahl der Beschäftigten sind weitere Faktoren. Ja, und nun will die Ampelregierung die gesetzliche Rente umkrempeln, also wenigstens ein bisschen, so heißt es. Also ich bin da wirklich gespannt, wie das denn in der Praxis aussehen soll. Schauen wir uns mal an, 16 Jahre Merkel-Regierung haben uns gebracht. Steigende Kosten, Hartz IV, steigende Mieten, steigende Energiekosten, immer reicher werdende Millionäre und vieles mehr. Was bringt uns die neue Regierung? Es soll zwar eine Rentenerhöhung geben, aber es steigen auch die Preise weiter für Mieten, für Strom, für Lebensmittel, Baumaterial und vieles mehr, wie auch die Preise beim Tanken. Die Rentenanpassung und auch die Erhöhung des Mindestlohnes reichen aber bei weitem nicht, um diese Preiserhöhungen abzufangen. Ja, es wird in dieser Wahlperiode keine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Rente- und Krankenversicherung geben, obwohl viele Millionen Menschen die Bürgerversicherung haben wollten. Also weder die Politiker noch die Beamten werden Teil der, ich sag mal, großen Familie und in der gesetzlichen Rente. Es wird weiter 2 Klassen Altersversorgung und Krankenversicherung geben. Durch gesteuerte Zuwanderung, durch qualifizierte Fachkräfte, so heißt es, soll die Zukunft der Rente gesichert werden und durch Ausweiterung der Erwerbsfähigkeit von Frauen und Rentnern. Also wie das in der Praxis aussehen wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Geplant ist jedenfalls Folgendes. Es wird keine Bürgerversicherung kommen.
Die Einführung von Pflichtbeiträgen für Selbstständige in der gesetzlichen Rentenversicherung ist geplant, sei denn, die Selbstständigen können eine andere ausreichende Altersvorsorge nachweisen. Es wird eine Aktienrente natürlich unter staatlicher Aufsicht eingeführt. Die Einführung eines Vorsorgefonds zur privaten Altersvorsorge ist vorgesehen, aber natürlich auch unter staatlicher Aufsicht. Die Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherungen sollen während dieser Wahlperiode 20% nicht überschreiten. Dann ist vorgesehen die Einführung einer Rentenversicherungspflicht für Strafgefangene und Sicherungsverwahrte. Weiter geplant ist die Entfristung der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten. Dann die Wiedereinführung des seit 2018 ausgesetzten Nachholfaktors in der Berechnungsformel für den aktuellen Rentenwert. Ist noch vor dem 1.7.2022 geplant, das habe ich schon erwähnt. Dann ist eine Erhöhung bei der Grundsicherung geplant und die seit dem 01.01.2021 eingeführte Grundrente soll in diesem Jahr endlich an alle Berechtigten ausgezahlt werden. Also darüber habe ich im Dezember 2021 bereits ein Video gemacht über diese Grundrente und wie das alles funktioniert. Ja, und last not least, für die dringenden demografischen Probleme war im Koalitionsvertrag natürlich kein Platz. Für die kommenden 15 Jahre stellt der Rentenbericht eine Steigerung der Renten um 37% in Aussicht. Also mit den vorliegenden Plänen wird die Zukunft der Rente so auf keinen Fall gesichert. Wir werden wieder belogen und betrogen. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das in der Praxis aussehen soll. Steuerlich gesehen ändert sich der Grundfreibetrag. Er wird um 240 € für Ledige und 480 € für Verheiratete zum 01.01.2022 angepasst. Ja, und nun noch eine Frage: Wird Impfgegnern die Rente gekürzt? Also diese Frage oder Diskussion darum habe ich schon von einigen Seiten gehört und die Antwort, die ist eindeutig nein. Es gibt kein Gesetz dafür. Lassen Sie sich keine Angst einflößen oder veralbern. Also das ist wirklich Blödsinn.